Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung hier dieses kleinen Dorfbrunnens von MK35 Productions im Maßstab 1:35. MK35 ist ein französischer Hersteller, glaube ich, der jede Menge so Architektur anbietet im Maßstab 1:35, aber eben auch jede Menge Figuren. Die Figuren sind jetzt meines Wissens nach nicht so überragend, aber die Gebäude sind sehr preiswert eigentlich für das, was sie sind, und auch schön detailliert und gegossen. Hier auf der Schachtel sehen wir dann auch schon eine kleine Szene. Enthalten ist aber tatsächlich eigentlich nur hier der Brunnen selber, also hier diese Säule und das Becken. Hier die Mauer oder am Boden oder auch die Figur ist nicht dabei. So, wie ist das Ganze verpackt? Hier geht es oben auf und da sind innen drin ein paar so Styroporflocken. Eigentlich sind da mehr drin. Ich habe jetzt nur ein paar hier drin, dass ihr das sehen könnt. Wenn ich so einen Bausatz bekomme, leere ich die meistens gleich weg, weil ja, ich die Schachtel ja vorsichtig verstau. Und dann haben wir hier einen Beutel mit 2 Teilen und die anderen beiden Teile sind hier unten drin. Besteht aus Gips das Ganze, ist also bruchgefährdet. Ist gerade jetzt bei größeren Gebäudebausätzen immer ein bisschen ein Problem. Kann man aber eigentlich leicht reparieren, selbst wenn da ein paar Scherben bloß noch drin liegen. Ist also eigentlich gar kein Problem. Aber hier jetzt bei so kleinen Teilen wirklich gar kein Problem. Hatte ich noch nie irgendwelche Schäden. So, schauen wir uns das Becken an. Hier unten ist es glatt, ist ja klar, da steht es ja drauf. Hier haben wir seitlich ein paar so kleinere Details, wie hier bröselt der Putz ab und man sieht dann die Ziegel unten drunter hier auch. Das Becken selber innen relativ glatt. Da sollte man natürlich dann auch überlegen, das später vielleicht mit irgendeinem Gießharz auszugießen, um da eben dann das Wasser darzustellen, das da aus dem Brunnen rausläuft. Zum Versäubern gibt es ja eigentlich sehr wenig. Ich schleife hier meistens unten diese Kante ein bisschen ab. Ja, ansonsten Gips ist ja sehr weich, man kann da also sehr gut mit so Schleiflatten arbeiten, mit ein bisschen Schleifpapier, und das war es dann auch schon. Lässt sich sehr gut bearbeiten oder auch nachgravieren, wenn man das will. Weiter geht's mit dem nächsten Teil. Auch hier sind ein paar so Schäden angedeutet als Details. Hier der Löwenkopf, sehr schön. Da sitzt dann später das Rohr drin, wo das Wasser dann rauslaufen soll. Dieses Röhrchen liegt jetzt leider nicht bei. Das kann man aber, glaube ich, ganz leicht selber ergänzen. Ansonsten gefällt mir hier eigentlich die Oberflächenstruktur sehr. Wenn man das dann lackiert mit Acrylfarben und später dann noch mit Ölfarben ein bisschen altert. Ja, das nimmt es einfach schön an. Sieht sehr realistisch aus. Auf jeden Fall besser wie Plastik oder auch Resin. So, und die letzten beiden Teile. Auch hier keine Beschädigungen. Schöne Struktur auch. Macht sich sehr gut. Wie klebt man so Gipsteile zusammen? Also ich verwende da eigentlich immer Holzleim. Das hält eigentlich ganz gut. So, ich habe das euch jetzt mal ein bisschen hingestellt, dass ihr sehen könnt, wie das so zusammenwirkt. Wie gesagt, hier dieses Röhrchen fehlt. Ich glaube, das ist auch gar nicht gedacht, dass es im Bausatz dabei ist. Kann man sicher leicht selber ergänzen. Ja, hier haben wir noch eine Figur im Maßstab 1:35, dass man mal sieht, wie da die Größenverhältnisse sind. Das ist, glaube ich, ganz okay so. Ich denke, der Brunnen funktioniert auch sehr gut noch für 1:32er Figuren. So, als alter Dioramenbauer bin ich natürlich immer auf der Suche nach so Kleinbauten, die man auf dem Diorama noch irgendwie unterbringt, ohne dass sie auch zu viel ablenken. Und da ist so ein kleiner Stadtbrunnen eigentlich ideal. Der Zusammenbau dürfte überhaupt kein Problem sein. Die Detaillierung ist schön. Der Preis ist eigentlich auch ganz angenehm. Der Brunnen kostet 9 Euro. Dafür, dass es dann so ein Diorama doch deutlich interessanter macht, ist es auf jeden Fall gut investiertes Geld. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr fandet es auch interessant. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.